Ja, guten Morgen, liebe Freunde des Angelsports. Hier euer Robin Moik und die Aquantix. Heute, ihr seht, sehr, sehr früh, 5 Uhr, glaube ich, ist es jetzt, schon am Wasser. Ich habe hier übernachtet und eigentlich wollte ich die Routen gestern Abend schon rausbringen, aber ich bin gestern komplett K.O. angekommen, deswegen erst jetzt. Was wollen wir machen? Ein bisschen Ansitzangeln in Norwegen. Was ganz Besonderes mit der Brandungsroute. Mal schauen, was sich überlisten lässt. Jetzt erstmal Tackle rausbringen und dann mal gucken, um euch ein bisschen was zu erklären, aber gar nicht lang schnacken. Auf geht's, raus jetzt mit den Routen. Ja, mal kurz was zur Montage. Ihr seht eine selber gebaute Montage, ein sogenanntes Pulley Rig. Ein Blei auf einer Seite mit einem Einhänger für den Köder. Ein Wirbel, der hier frei durchläuft. Ein zweiter Wirbel zwischen einen Perle, um abzustoppen. 2 Haken und eine Auftriebspose. Das Ganze wird einfach in eine Schlaufe an der Hauptschnur weggeflutscht, eingehangen. So ist das Ganze schon fertig. Und zum Werfen wird der untere Haken einfach so eingeklippt und so wird das Ganze dann geworfen. Schön stabil und fest. Zum Köder. Ich benutze halbe Heringe. Ich habe oben einen Haltehaken. Den gebe ich in das Schwanzende. Zack. Und normal benutze ich jetzt Bait-Elastik, um einfach den zweiten Haken zu fixieren. Das habe ich aber leider vergessen zu Hause. War etwas verwissen wir immer. Deswegen gehe ich jetzt einfach durch den Rücken mit dem zweiten Haken. So, somit ist die Montage schon fertig. Routen sind die Slim Jerv X Slim Surf mit einer 6000er Rolle. Hier, das ist die IQ Jig. Also ich bespule, um Kantenschutz zu machen, so 15 Meter Monofiel. Danach kommt schon die geflochtene. Das ist einfach als Kantenschutz hier in Norwegen auf den Steinen und so weiter und so fort. Und ich bin nicht so ein Brandungsrouten-Experten, was Werfen angeht. Deswegen habe ich eine geflochtene drunter, eine 15er glaube ich, um da ein bisschen mehr auf Weite zu kommen. Ob man nochmal ordentlich zupft. Aber ich schätze mal, es ist eine Krabbe. Ich schätze mal ein Dorfschuh, denn das hat ihn schon gut gemacht. Was ist das für ein Fisch? Er hat sich Zeit gelassen, hat nicht mal eine Flucht gemacht. Deswegen ist es wichtig, auch die Routen schön straff zu halten. Er war jetzt wirklich lang zugange. Hier ist er. Der ist klein und fein, hat den Köder auch voll genommen. Er hat lange gebissen, hat auch dann relativ tief geschluckt. Ist wahrscheinlich etwas früher anschlagen können.
Ich war etwas vorsichtig, nachdem er zum ersten Mal, wenn es der gleiche Fisch war, nicht ganz gehangen hat. Aber schön. Freue mich. Ja, erster Fisch gelandet, wie ihr seht. Jetzt kurz mal 2-3 Worte zur Platzwahl. Ihr seht, ich befische Steilufer. Die Köder sollten zwischen mindestens 10 Meter sollte man schon mit seinen Würfen erreichen. 20 Meter ist so für mich eine optimale Tiefe, geht natürlich auch wesentlich tiefer. Aber da fischt man nicht mehr so gezielt auf Heilbutt und Dorsch, sondern da kommt man auch Lump, Läng, mehr Hai und so weiter und so fort, was man eigentlich nicht so als Beifang haben möchte. Die Haie ist ein schöner Beifang, aber wir sind hier ein bisschen mehr gezielt auf Dorsch und Heilbutt aus. Ja, wenn ihr mal ein ausführliches Video haben wollt zur Platzwahl, lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Dann mache ich euch mal ein ausführliches Video über die ganze Brandungsthematik mit Montagen, Binden, Platzsuche, wie man vorgeht. Ja, aber heute erstmal einen kleinen Vorgeschmack. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr es wirklich nochmal ausführlich haben wollt, wie gesagt, bitte mal in die Kommentare. Puh. Wieder ein kleinerer, aber ein schöner. Ihr seht, Brandungsangeln in Norwegen läuft. Schöner Fisch. Gut gebissen wieder. Gar nicht. Wie gut er hat hingelegt. Doch, ich habe mich drüber verguckt. Mysteriös. Gerade die Rute hingelegt gehabt. Bin am Spannen. Das gibt's doch gar nicht. Die Rute irgendwie nicht fest. Der nächste Fisch. Der scheint gut zu sein. Schön. Wow. Yes. Für diesen Slim Jerf Routen, mit den leichten Brandungsrouten, ist echt ein geiler Kampf. Oh. Ich hänge euch mal aus von der Montage. Kann ich ihn euch schön zeigen. Das Schöne mit der Montage mit dem Wirbel, kann ich den Haken ganz einfach aushängen. Oh, guckt ihn euch an. Geil. Das ist Brandungsangeln in Norwegen. Haben wir einen richtig schönen Fisch hier. Voll genommen wieder. Und schöne Größe. So, er hat locker 6 Kilo, würde ich schätzen. Geil. Ich bin absolut happy. Was für ein Angeltag. So, liebe Freunde von Sänger TV, das war's für heute. Das war mein letzter Köderfisch. Der große Dorsch hat den gerade ordentlich ramponiert. Ich hoffe, ihr konntet sehen, dass man mit normalem Brandungsgerät, das man für Ostsee hat, auch in Norwegen wunderbar seine Fische fangen kann. Man braucht kein spezielles Gerät, das wollte ich euch damit zeigen. Und man kann Spaß haben. Nehmt euch ein kleines Zelt mit
auch bei Schlechtwettertagen. Sucht euch einen schönen Spot und ja, genießt einfach die Natur und fangt ein paar Fische dabei mit Brandungsgerät. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Wie gesagt, wenn ihr mal eine ausführliche Version haben wollt mit Stellenwahl über Google Maps und so weiter und so fort, mit den Basics, lasst mich das gerne mal wissen. Dann mache ich da mal ein längeres Video über das Brandungsangeln in Norwegen. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und sagt Tschüss und Ciao. Bis dann, euer Robin vom Team Aquantic.